Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Kanal Cozy German. Wenn dir dieses Video gefällt, vergiss nicht, einen Like dazulassen, einen Kommentar zu schreiben und unseren Kanal zu abonnieren. Hier gibt es viele nützliche Tipps, um Deutsch zu lernen und mehr über die deutsche Kultur zu erfahren. Heute sprechen wir über ein Thema, das immer wieder diskutiert wird. Ist das Alter wirklich die goldene Zeit im Leben der Deutschen? Viele Menschen sehen ältere Menschen in Deutschland oft als glücklich und entspannt. Sie fahren in Cabriolets, sitzen in gemütlichen Restaurants und genießen das Leben. Aber warum ist das so? Warum sieht man gerade ältere Menschen oft in solchen Szenen? Liegt es wirklich daran, dass das Alter in Deutschland als eine Zeit des Wohlstands und der Ruhe betrachtet wird? Oder steckt etwas anderes dahinter? Zunächst einmal muss man verstehen, dass Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern eine sehr stabile und gut ausgebaute Sozialstruktur für ältere Menschen hat. In Deutschland gibt es viele Programme und Hilfen, die sicherstellen, dass Senioren ein gutes Leben führen können. Das Rentensystem ist relativ gut entwickelt und viele ältere Menschen können auf eine stabile Einkommensquelle zurückgreifen, wenn sie in den Ruhestand treten. Doch ist das für alle so? Oder gibt es auch hier Unterschiede zwischen den Menschen? Es gibt in Deutschland tatsächlich eine klare Trennung zwischen denjenigen, die von einer guten Rente leben können, und denjenigen, die ihre Zeit im Ruhestand mit wenig Geld verbringen müssen. Für viele Menschen, die ein gutes Berufsleben hatten und in die Rentenversicherung eingezahlt haben, ist der Ruhestand tatsächlich eine Zeit der Erfüllung. Sie können sich Dinge leisten, die Sie im Arbeitsleben vielleicht nie hatten. Reisen, ein schönes Auto oder regelmäßige Restaurantbesuche. Besonders in den letzten Jahren ist der Ruhestand für viele Deutsche auch eine Zeit des Genießens. Viele ältere Menschen können sich mittlerweile auch einen Cabrio leisten und fahren an sonnigen Tagen durch die Landschaft. Es ist jedoch nicht so, dass jeder Deutsche im Alter in solch einer glücklichen Situation ist. Es gibt auch viele ältere Menschen, die von einer kleinen Rente leben müssen. Das deutsche Rentensystem basiert größtenteils auf dem Umlageverfahren. Das heißt, die Rente, die man im Alter erhält, ist direkt von den Beiträgen abhängig, die man während des Arbeitslebens gezahlt hat. Wer also wenig verdient hat oder nur wenige Jahre in Deutschland gearbeitet hat, hat oft eine niedrige Rente. Diese Menschen können sich viele Dinge im Alter nicht leisten. Sie müssen oft mit sehr kleinen Renten auskommen und sind auf soziale Hilfe angewiesen, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Die Frage, warum viele ältere Menschen dennoch so glücklich erscheinen, lässt sich auf verschiedene Weisen beantworten. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass die meisten älteren Deutschen im Vergleich zu jüngeren Generationen eine andere Einstellung zum Leben haben. In einer Gesellschaft, die oft von Stress, Karriere und Konsum geprägt ist, haben ältere Menschen oft gelernt, das Leben in einem ruhigeren Tempo zu genießen. Sie legen weniger Wert auf materielle Dinge und konzentrieren sich stärker auf ihre Familie, ihre Hobbys und ihre Gesundheit. Viele ältere Menschen in Deutschland haben im Laufe ihres Lebens gelernt, dass das Leben nicht nur aus Arbeit und Verpflichtungen besteht. Sie haben oft eine lange Geschichte des Sparens, der Planung und der Geduld hinter sich. Im Ruhestand haben sie nun die Freiheit, das Leben in vollen Zügen zu genießen, ohne den Druck, immer produktiv zu sein. Es ist ein Leben, das von einer anderen Perspektive geprägt ist. Einer Perspektive, die das Wohlbefinden und die Lebensqualität über den hektischen Alltag stellt. Dennoch gibt es auch hier Herausforderungen. Der demografische Wandel in Deutschland sorgt dafür, dass immer mehr ältere Menschen auf Unterstützung angewiesen sind. Die Zahl der Rentner steigt, während gleichzeitig die Zahl der Erwerbstätigen sinkt. Dies bedeutet, dass das Rentensystem in den kommenden Jahren unter Druck geraten könnte. Bereits heute gibt es viele Diskussionen darüber, wie das Rentensystem in Zukunft finanziert werden kann. Besonders in ländlichen Gebieten, wo es weniger Arbeitsplätze und geringere Löhne gibt, haben viele ältere Menschen Schwierigkeiten, ihren Ruhestand ohne finanzielle Sorgen zu genießen. Aber warum sieht man immer wieder ältere Menschen in Cabriolets und bei entspannten Restaurantbesuchen? Einerseits hat Deutschland eine starke Kultur des Sparens, die es vielen älteren Menschen ermöglicht, im Ruhestand komfortabel zu leben. Andererseits ist die Wahrnehmung, dass ältere Menschen glücklicher sind,
oft mit dem Bild der idealisierten Senioren verbunden. Die es geschafft haben, die Herausforderungen des Lebens zu überwinden und sich nun den schönen Dingen des Lebens zu widmen. In vielen Fällen hängt dieses Bild jedoch stark von der sozialen und finanziellen Situation der jeweiligen Person ab. Ältere Menschen, die im Alter immer noch mit finanziellen Problemen kämpfen, erleben oft eine ganz andere Realität. Sie müssen sparen und sich viele Annehmlichkeiten des Lebens nicht leisten, was zu Frustration und Unzufriedenheit führen kann. Doch auch hier gilt, es gibt viele Wege, wie ältere Menschen in Deutschland ihre Lebensqualität steigern können. Dazu gehört nicht nur das Angebot an Sozialleistungen, sondern auch das starke Netz von Gemeinschaftsorganisationen, die Senioren unterstützen und ihnen helfen, aktiv und engagiert zu bleiben. Aber wie sehen die meisten Deutschen das Alter? Ist es wirklich die goldene Zeit des Lebens? Die Antwort darauf ist nicht ganz einfach. Während einige ältere Menschen ihren Ruhestand genießen und sich auf das konzentrieren können, was sie lieben, müssen viele auch im Alter weiterhin mit den Herausforderungen des Lebens umgehen. Die goldene Zeit im Leben ist also nicht für alle gleich. Sie hängt stark von der finanziellen Situation, den persönlichen Werten und der sozialen Unterstützung ab. Doch eines ist sicher: Für viele Deutsche ist der Ruhestand eine Zeit des Genusses und der Erfüllung, auch wenn dies nicht für alle gleichermaßen zutrifft. Die Vorstellung, dass das Alter in Deutschland eine goldene Zeit ist, wird von vielen Menschen geteilt. Doch wie bereits erwähnt, ist dies nicht für alle Senioren der Fall. Wenn wir uns die älteren Generationen in Deutschland anschauen, sehen wir eine große Vielfalt an Erfahrungen und Lebensbedingungen. Diejenigen, die in den letzten Jahrzehnten gut verdienen konnten und in die Rentenversicherung einbezahlt haben, genießen in der Regel eine gewisse finanzielle Sicherheit. Aber auch hier gibt es Unterschiede, die oft von der Region und dem individuellen Lebensweg abhängen. In Großstädten wie Berlin oder München gibt es viele ältere Menschen, die es sich leisten können, in einem schönen Café zu sitzen oder ein Cabrio zu fahren. Doch in ländlicheren Regionen oder in kleineren Städten sieht das Bild oft anders aus. Hier haben viele Rentner nicht die gleichen finanziellen Möglichkeiten. Die Renten sind oft niedriger und es gibt weniger soziale Unterstützung. Ältere Menschen in ländlichen Gebieten haben häufig mit einer höheren Isolation und weniger Zugang zu sozialen Aktivitäten zu kämpfen. Dies kann zu einer deutlich geringeren Lebensqualität führen, besonders wenn sie auf Hilfe angewiesen sind, um alltägliche Aufgaben zu erledigen. Die soziale Unterstützung ist in Deutschland zwar grundsätzlich gut organisiert, aber es gibt immer wieder Diskussionen darüber, ob sie ausreicht, um die Bedürfnisse der älteren Generation zu decken. Besonders im ländlichen Raum ist die Unterstützung von außen oft begrenzt. Das bedeutet, dass ältere Menschen, die dort leben, mehr auf ihre eigenen Ersparnisse oder auf Unterstützung durch ihre Familie angewiesen sind. Doch auch in Großstädten gibt es viele ältere Menschen, die sich ein angenehmes Leben im Ruhestand nicht leisten können. Hier kommt es sehr auf den Lebensstil und die berufliche Karriere der Person an. Wer sein Leben lang in einfachen Verhältnissen gelebt hat, wird es im Alter nicht immer einfach haben. Trotz dieser finanziellen Unterschiede ist es jedoch interessant, dass die Mehrheit der älteren Menschen in Deutschland eine sehr positive Einstellung zum Alter hat. Viele Senioren genießen ihre Zeit im Ruhestand, weil sie die Freiheit haben, Dinge zu tun, die sie im Arbeitsleben nie konnten. Es gibt viele Aktivitäten, die gerade ältere Menschen ansprechen, wie etwa Reisen, sich mit Freunden treffen, ins Theater gehen oder sich in einem Verein engagieren. Diese Art von Lebensstil ist oft mit dem Bild von älteren Menschen in teuren Autos oder in einem Restaurant verbunden. Doch auch hier gibt es Unterschiede. Nicht jeder kann sich solche Dinge leisten, aber viele ältere Menschen finden trotzdem Wege, ein erfülltes Leben zu führen. Die Bedeutung der sozialen Kontakte für ältere Menschen sollte nicht unterschätzt werden. Besonders in Deutschland gibt es viele Initiativen und Vereine, die Senioren dabei unterstützen, aktiv zu bleiben und soziale Kontakte zu pflegen. Diese Angebote sind besonders wichtig, da Isolation ein ernstes Problem im Alter darstellen kann. Das bedeutet, dass auch ältere Menschen, die finanziell nicht gut gestellt sind, die Möglichkeit haben, an kulturellen und sozialen Aktivitäten teilzunehmen. Dies trägt maßgeblich zu ihrem Wohlbefinden bei und ermöglicht ihnen, das Alter in vollen Zügen zu genießen,
auch ohne ein teures Cabrio oder ständige Restaurantbesuche. Ein wichtiger Aspekt des deutschen Rentensystems ist, dass es darauf ausgelegt ist, allen Rentnern ein gewisses Maß an Sicherheit zu bieten. Doch wie bereits erwähnt, variiert die Höhe der Rente stark. Wer im Leben wenig verdient hat oder sich nicht ausreichend absichern konnte, hat im Ruhestand oft mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Dennoch sorgt das soziale System dafür, dass niemand ganz ohne Hilfe dasteht. Es gibt verschiedene Programme und Einrichtungen, die ältere Menschen unterstützen, die nicht genug Geld für ihren Lebensunterhalt haben. Aber was ist mit den Menschen, die sich ein Leben im Ruhestand mit Reisen und Freizeitaktivitäten leisten können? Es ist wichtig zu verstehen, dass dieser Lebensstil eher die Ausnahme als die Regel ist. Der Großteil der älteren Menschen in Deutschland lebt mit einer durchschnittlichen Rente, die es ihnen ermöglicht, ein bescheidenes, aber sicheres Leben zu führen. Für diese Menschen ist der Ruhestand oft eine Zeit der Entschleunigung und des Genießens, aber nicht immer in der luxuriösen Art und Weise, wie es manchmal dargestellt wird. Die glücklichen Szenen von älteren Menschen in Cabrios oder beim Mittagessen in teuren Restaurants sind sicherlich reizvoll und idealisiert. Aber sie spiegeln nicht immer die Realität wider. Dennoch gibt es auch viele Beispiele von älteren Menschen, die ihren Ruhestand mit Freude und Zufriedenheit leben, auch wenn sie nicht die finanziellen Mittel haben, die sie sich vielleicht gewünscht hätten. Sie finden Freude in den einfachen Dingen des Lebens, in der Natur, in der Gesellschaft ihrer Freunde und Familie, in kleinen Reisen oder in Hobbys, die sie im Laufe der Jahre entwickelt haben. Es gibt also viele Facetten des Alters in Deutschland. Für manche ist der Ruhestand wirklich eine goldene Zeit des Lebens, für andere ist es eine Zeit der Herausforderungen, die jedoch oft durch eine starke Gemeinschaft und gute soziale Unterstützung ausgeglichen wird. Das Bild der glücklichen, entspannten älteren Menschen ist real, aber es ist nicht die einzige Realität. Es gibt viele verschiedene Wege, das Alter zu erleben, und jeder hat seine eigene Geschichte. Das Bild von älteren Menschen, die in teuren Cabriolets durch die Straßen fahren oder in eleganten Restaurants sitzen, ist in der deutschen Gesellschaft tief verwurzelt. Doch wie realistisch ist dieses Bild? Tatsächlich ist es nur ein Teil der Realität. Es gibt viele ältere Menschen in Deutschland, die nicht in diesem Luxus leben können, aber dennoch ein erfülltes Leben führen. Die Wahrnehmung, dass das Alter nur mit Wohlstand und Freiheit verbunden ist daher nicht immer richtig. Der Lebensstil im Ruhestand kann sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wie gut jemand in seine Zukunft investiert hat. Es ist auch wichtig zu berücksichtigen, dass in Deutschland die Menschen unterschiedliche Erwartungen an ihren Ruhestand haben. Für viele ist der Ruhestand eine Zeit der Entschleunigung und des Genießens, aber auch eine Zeit der Reflexion. In der Vergangenheit war es oft so, dass die Menschen nach Jahrzehnten harter Arbeit einfach in den Ruhestand gingen und die letzten Jahre ihres Lebens ruhiger verbrachten. Heute jedoch sehen viele ihren Ruhestand auch als eine Phase, in der sie noch einmal etwas Neues lernen oder ihre Interessen vertiefen können. Es gibt viele Programme und Angebote, die Senioren dabei unterstützen, aktiv zu bleiben, sei es durch Weiterbildung, sportliche Aktivitäten oder gesellschaftliche Engagements. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Bedeutung von Wohnformen für ältere Menschen. In Deutschland gibt es viele Seniorenwohnungen und Heime, die speziell darauf ausgerichtet sind, den Bedürfnissen von Rentnern gerecht zu werden. Diese Einrichtungen bieten nicht nur einen sicheren Lebensraum, sondern auch die Möglichkeit, mit anderen Senioren in Kontakt zu treten und gemeinsam Aktivitäten zu unternehmen. Viele ältere Menschen bevorzugen es, in solchen Gemeinschaften zu leben, da sie dort nicht nur physische Unterstützung, sondern auch soziale Kontakte finden. Doch nicht alle älteren Menschen haben Zugang zu solchen Angeboten. Besonders in ländlichen Gebieten ist es oft schwieriger, geeigneten Wohnraum oder die notwendige Unterstützung zu finden. In diesen Regionen können ältere Menschen mit der Herausforderung konfrontiert werden, isoliert zu leben und nur eingeschränkten Zugang zu sozialen Aktivitäten zu haben. Auch wenn das soziale Netz in Deutschland relativ stark ist, gibt es immer noch Lücken, die besonders ältere Menschen betreffen. Trotz dieser Herausforderungen bleibt die Lebensqualität vieler älterer Menschen in Deutschland relativ hoch, vor allem durch das gut organisierte Rentensystem und die vielen sozialen Angebote.
Es gibt jedoch immer mehr Diskussionen darüber, wie dieses System in Zukunft aufrechterhalten werden kann, insbesondere angesichts des demografischen Wandels. Die Babyboomer-Generation, die in den kommenden Jahren in den Ruhestand geht, stellt eine große Herausforderung für das Rentensystem dar, da immer weniger jüngere Menschen in das System einzahlen und immer mehr Rentner Unterstützung benötigen. Das Rentensystem in Deutschland ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern relativ stabil, aber auch hier gibt es immer wieder Reformen und Anpassungen. Ein Thema, das immer wieder aufkommt, ist die Frage, wie viel die älteren Generationen tatsächlich von ihrer Rente leben können. In vielen Fällen reicht die gesetzliche Rente nicht aus, um einen luxuriösen Lebensstil zu führen. Viele Rentner sind darauf angewiesen, ihre Ausgaben stark zu reduzieren oder in den Bereichen zu sparen, die für sie am wenigsten wichtig sind. Oft sind es die einfachen Dinge, die im Alter zu einem besonderen Wert werden, wie Zeit mit der Familie oder das Genießen der Natur. In Deutschland gibt es auch eine wachsende Zahl von älteren Menschen, die weiterhin arbeiten. Viele Rentner entscheiden sich, auch im Alter noch zu arbeiten, sei es in Teilzeit oder in freiwilligen Tätigkeiten. Diese Entscheidung hängt oft von der finanziellen Situation ab, aber auch von dem Wunsch, aktiv zu bleiben und das Gefühl zu haben, noch einen Beitrag zu leisten. Für viele ist es auch eine Möglichkeit, soziale Kontakte zu pflegen und dem Gefühl der Einsamkeit entgegenzuwirken. Interessant ist auch, dass immer mehr ältere Menschen in Deutschland beginnen, ihre Freizeit aktiv zu gestalten. Sie reisen mehr, nehmen an Veranstaltungen teil oder engagieren sich in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft. Seniorenreisen und Gruppen sind in Deutschland sehr beliebt, da sie es älteren Menschen ermöglichen, neue Erfahrungen zu sammeln und ihre Lebensqualität zu steigern. Diese Art von Aktivität ist nicht nur gesund für den Körper, sondern auch für den Geist. Sie trägt dazu bei, dass sich ältere Menschen lebendig und gebraucht fühlen. Ein wichtiger Punkt, der immer wieder angesprochen wird, ist der soziale Status älterer Menschen in Deutschland. Es gibt einen starken Fokus auf die Unabhängigkeit und das Wohlstand im Alter, aber auch die Anerkennung und die Achtung vor den älteren Generationen sind tief in der Kultur verankert. In Deutschland gilt es als sehr wichtig, dass ältere Menschen mit Respekt behandelt werden. Dies zeigt sich nicht nur in der Sprache, sondern auch in der Art und Weise, wie ältere Menschen in der Gesellschaft wahrgenommen und behandelt werden. Diese Wertschätzung ist ein zentraler Bestandteil der deutschen Kultur und trägt dazu bei, dass viele ältere Menschen sich auch im Ruhestand weiterhin eingebunden und geschätzt fühlen. Abschließend lässt sich sagen, dass das Bild der goldenen Zeit im Alter in Deutschland nicht für alle zutrifft. Viele ältere Menschen genießen einen hohen Lebensstandard und ein erfülltes Leben im Ruhestand, aber es gibt auch viele, die mit finanziellen und sozialen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Das Bild der glücklichen Senioren in Cabriolets und in Restaurants ist eher die Ausnahme als die Regel. Dennoch zeigt sich, dass das Alter in Deutschland in vielerlei Hinsicht eine Zeit des Genusses, des sozialen Engagements und der Entschleunigung sein kann. Für viele ist es die Zeit, in der sie ihre Freizeit endlich so gestalten können, wie sie es möchten. Die Frage, ob das Alter in Deutschland wirklich die goldene Zeit des Lebens ist, bleibt eine schwierige und komplexe. Für viele ältere Menschen mag es so erscheinen, besonders wenn sie in einer stabilen finanziellen Situation sind. Doch diese goldene Zeit ist nicht für alle in gleicher Weise zugänglich. Es gibt viele Faktoren, die bestimmen, wie der Ruhestand in Deutschland erlebt wird, und finanzielle Sicherheit ist nur einer davon. Auch die soziale Unterstützung, die persönliche Gesundheit und die Lebensqualität spielen eine wichtige Rolle. Eine der größten Herausforderungen für ältere Menschen in Deutschland ist, dass viele von ihnen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben. Diese Probleme können die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und das goldene Alter in eine viel schwierigere Phase des Lebens verwandeln. Besonders in ländlichen Regionen gibt es häufig nicht genug Unterstützung für ältere Menschen, die mit gesundheitlichen Einschränkungen leben. Die medizinische Versorgung ist nicht immer optimal und nicht jeder hat Zugang zu Pflegeeinrichtungen oder mobilen Pflegediensten. Das bedeutet, dass viele ältere Menschen in Deutschland auf die Hilfe von Familienangehörigen angewiesen sind, um mit ihren Gesundheitsproblemen zurechtzukommen.
Trotz dieser Herausforderungen ist es jedoch auch so, dass Deutschland eine der besten Pflegeinfrastrukturen für ältere Menschen in Europa hat. Das Gesundheitssystem ist gut organisiert und es gibt viele Programme, die Senioren unterstützen. Beispielsweise gibt es spezielle Beratungsdienste und Pflegeeinrichtungen, die auf die Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmt sind. Pflegekräfte sind gut ausgebildet und die Qualität der Pflege in Deutschland wird ständig überprüft und verbessert. Doch auch hier gibt es Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Gebieten, was den Zugang zu diesen Diensten betrifft. In großen Städten wie Berlin oder München sind die Angebote vielfach breiter und besser zugänglich als in ländlicheren Regionen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Rolle von Familie und sozialen Netzwerken im deutschen Alterssystem. In Deutschland wird viel Wert auf familiäre Bindungen gelegt und viele ältere Menschen verbringen viel Zeit mit ihren Kindern, Enkeln und Freunden. Soziale Kontakte spielen eine wichtige Rolle im Leben älterer Menschen und die Pflege sozialer Beziehungen kann dabei helfen, die Lebensqualität zu steigern. Diese sozialen Netzwerke sind besonders wichtig, da sie älteren Menschen nicht nur emotionale Unterstützung bieten, sondern auch praktische Hilfe im Alltag leisten. Die Familie kann oft die wichtigste Unterstützung im Alter sein, wenn es darum geht, den Ruhestand zu genießen. Aber wie geht es der Mehrheit der älteren Menschen, die nicht das Glück haben, in einer finanziell stabilen Situation zu leben? Viele von ihnen müssen im Ruhestand mit geringen Renten auskommen, die nicht ausreichen, um ein komfortables Leben zu führen. Diese Menschen müssen oft sparsam leben und auf viele Dinge verzichten, die für andere im Ruhestand selbstverständlich sind. Sie können sich keine teuren Hobbys oder Reisen leisten und müssen oft auf die Unterstützung der Familie angewiesen sein. Doch trotz dieser Herausforderungen gibt es viele ältere Menschen, die auch mit wenig Geld zufrieden sind. Sie schätzen die einfachen Dinge des Lebens, Zeit mit der Familie, Spaziergänge in der Natur oder das Lesen eines guten Buches. Für viele ist der Ruhestand keine Zeit des Konsums, sondern eine Zeit des Innehaltens und der inneren Ruhe. Die Realität für viele ältere Menschen in Deutschland zeigt sich also sehr unterschiedlich. Für einige ist der Ruhestand tatsächlich die goldene Zeit des Lebens, in der sie sich die Freiheiten leisten können, die sie sich während ihres Arbeitslebens nicht erlauben konnten. Für andere jedoch ist der Ruhestand mit finanziellen Schwierigkeiten und gesundheitlichen Herausforderungen verbunden. Es gibt jedoch auch viele, die trotz dieser Schwierigkeiten ein erfülltes Leben führen, dank der Unterstützung ihrer Familien und sozialen Netzwerke. Diese Menschen haben gelernt, das Beste aus der Situation zu machen und ihr Leben auf andere Weise zu genießen. Eine interessante Entwicklung in den letzten Jahren ist, dass immer mehr ältere Menschen in Deutschland auch weiterhin aktiv am Arbeitsleben teilnehmen, sei es durch Teilzeitarbeit oder ehrenamtliche Tätigkeiten. Diese Menschen tragen nicht nur zur Gesellschaft bei, sondern bleiben auch geistig und körperlich aktiv. Viele entdecken neue Interessen und Hobbys im Ruhestand, die sie vorher nicht verfolgen konnten. Für diese Menschen ist der Ruhestand kein Ende des Lebens, sondern ein neuer Anfang, eine Gelegenheit, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen und ihre Zeit sinnvoll zu gestalten. Die Frage, wie der Ruhestand in Deutschland am besten gestaltet werden kann, ist also sehr vielschichtig. Es gibt keine einfache Antwort darauf, ob das Alter in Deutschland wirklich die goldene Zeit ist. Es hängt von vielen Faktoren ab, von der finanziellen Situation, der sozialen Unterstützung, der Gesundheit und den persönlichen Lebensentscheidungen. Was für den einen als goldene Zeit gilt, ist für den anderen eine Zeit der Herausforderungen. Aber eines ist sicher, in Deutschland gibt es viele Möglichkeiten, das Alter zu gestalten. Und viele ältere Menschen finden Wege, ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Abschließend lässt sich sagen, dass das Alter in Deutschland viele Facetten hat. Die einen genießen den Ruhestand in vollen Zügen, während andere mit schwierigen Umständen zu kämpfen haben. Doch unabhängig von den äußeren Umständen bleibt der Ruhestand für viele Deutsche eine Zeit der Besinnung und des Genusses. Die Gesellschaft legt großen Wert auf die Unterstützung der älteren Generation und es gibt viele Möglichkeiten, den Ruhestand aktiv und erfüllend zu gestalten. Wir hoffen, dieser Podcast hat dir gefallen. Vergiss nicht, ein Like dazulassen, einen Kommentar zu schreiben
und unseren Kanal zu abonnieren, wenn du noch nicht getan hast. Teile uns in den Kommentaren mit, welches Thema du dir für die nächsten Videos wünschst. Viel Erfolg beim Deutschlernen und bis zum nächsten Mal.